Im letzten Video haben wir gesehen, dass Erschöpfung und Fatigue auf einem angeborenen Verhaltensmuster beruhen, das sich in der Evolution als vorteilhaft zur Überwindung von Krankheiten, vor allen Dingen Infektionskrankheiten, erwiesen hat. Diese Vorteile gelten nicht nur für das Individuum, sondern auch für die Gemeinschaft. Die Betroffenen vermindern durch den Rückzug, andere anzustecken. Es ist ein Vorteil für beide, die Gemeinschaft und die Betroffenen. Nebenbei, Bienen und Ameisen sind ziemlich rabiat, was den Schutz der Gemeinschaft angeht. Die werfen die Erkrankten ganz kurzerhand aus dem Nest. Nicht nett, aber durchaus wirksame Seuchenprophylaxe. Wir wollen uns nun ansehen, was Long-Covid und Sickness Behavior gemeinsam haben bzw. unterscheiden. Zunächst einmal die Tabelle der wichtigsten Symptome bei Post- oder Long-Covid. Das benutze ich jetzt gerade synonym. Natürlich stehen Fatigue, Lethargie, Schmerzen, kognitive Störungen ganz im Vordergrund. Jetzt schauen wir mal, was Post-Covid und Sickness Behavior gemeinsam haben, und Sie sehen, die Ähnlichkeiten sind frappant. Es gibt aber einige wenige, wenn auch wichtige Unterschiede. Vor allem zwei Dinge springen ins Auge. Da ist der Geruchs- und Geschmacksverlust. Der ist offenbar typisch für Long-Covid und ist kein Teil des Sickness Behaviors. Jetzt ist es so, dass Geruchs- und Geschmacksverlust nicht absolut typisch für Long-Covid ist. Es gibt eigentlich eine Vielzahl von Infektionen, zum Beispiel Pilze, Bakterien und Viren, die ebenfalls Geruchs- und Geschmacksverlust auslösen. Ein zweiter wichtiger Unterschied betrifft die Kurzatmigkeit bzw. Dyspnoe. Das lässt sich genauso wenig auf Sickness Behavior zurückführen, kann natürlich trotzdem bei Atemwegsinfektionen vorkommen. Im Rahmen des Sickness Behaviors hat man dennoch Husten. Sickness Behavior ist aber eher kurzfristig und eine adaptive Strategie zur Heilung. Long-Covid hingegen kann monatelang oder jahrelang anhalten. Wie lässt sich das erklären? Long-Covid könnte als fehlgeleitete, chronifizierte Form des Sickness Behavior verstanden werden. Das Immunsystem geht davon aus, dass es sinnvoll ist, dieses Verhalten weiterzuführen und nicht in den Normalzustand zurückzukehren. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. So gesehen wäre also bei Long-Covid unser Körper in einer Schleife hängen geblieben, bei dem er beständig versucht, einen Infekt zu bekämpfen, der längst nicht mehr vorhanden ist. Welche Hinweise gibt es jetzt dafür? In dieser Arbeit zum Beispiel wird genau diese Hypothese unterstützt, dass unser Immunsystem bei Long-Covid permanent aktiv ist und so immer wieder das Sickness Behavior aktiviert. Wesentlich für das Sickness Behavior scheinen eine Reihe von Zytokinen zu sein. Zum Beispiel Interleukin 1 und 6 sowie TNF-Alpha, der Tumornekrosefaktor Alpha, die stehen im Mittelpunkt des Interesses. Tatsächlich spielen noch wesentlich mehr Interleukine eine Rolle und viele andere Substanzen. Dazu gibt es auch Tierstudien. Durch die Injektion von IL-6 in Mäusen und Ratten wird das typische Sickness Behavior ausgelöst. Reduzierte Aktivität, Appetitlosigkeit, erhöhte Schmerzempfindlichkeit, Rückzug, Schlafbedürfnis. Und umgekehrt, man kann diesen Rezeptor für IL-6 blockieren oder genetisch ausschalten und dann zeigen die Mäuse weniger Sickness Behavior bei der Injektion. Und auch beim Menschen korreliert hohes IL-6 mit typischem Sickness Behavior. Und schließlich wissen wir, dass auch Stress und Depression eine Erhöhung von IL-6 bewirken. Dazu ein aufschlussreiches Experiment. Gesunden Probanden wurden niedrige Mengen von Endotoxin, Viruspartikel, injiziert. Innerhalb von 1 bis 4 Stunden traten dann Fatigue, depressive Verstimmung, kognitive Einschränkungen auf. Die Symptome wurden nicht durch das Virus verursacht, sondern durch die Immunreaktionen, vor allen Dingen IL-1, IL-6, TNF-Alpha. Auch der Vagus spielt eine Rolle. Auch der vermittelt diese Informationen über die drohende Infektion. Interessant ist jetzt, dass auch Muskelaktivitäten eine Rolle spielen. Sie wissen das alle. Wenn man sich bei Post-Covid anstrengt, muskulär anstrengt, dann fühlt man sich oft grippig. Zwar ist hier das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber wir wissen, dass nicht nur weiße Blutkörperchen, sondern sehr viele Gewebe, unter anderem auch die Muskulatur,
Interleukine produzieren können. In dieser Arbeit wird untersucht, wie sich Sport auswirkt. Und dabei wird deutlich, dass die Interleukine bei Sport drastisch ansteigen können. Zum Beispiel hat man in einer Doktorarbeit untersucht, wie sich lediglich 50 Watt Tretleistung auswirken. Nach 45 Minuten kam es zu einem Anschnellen der Interleukine nach oben. Bei körperlicher Extrembelastung wie einem Marathon können die Interleukine auf das 100-fache ansteigen. So, und jetzt ist alles klar. Sport ist Mord. No Sports, hat ja schon Churchill gesagt. Ist das also die Lösung? Ab ins Bett und alles gut? Nein, natürlich nicht. Und Churchill nebenbei hat es überhaupt nicht gesagt und war in jungen Jahren sogar ziemlich sportlich. Interleukine haben nämlich ein Doppelgesicht. Sie steigen durchaus bei Sport drastisch an, fallen aber genauso schnell wieder ab. Und wenn sie das tun, wirken sie eher entzündungshemmend. Das ist aber völlig anders bei Stress, Übertraining oder nach starkem Muskelabbau. Dann kommt es zu einer Überaktivierung des Immunsystems durch die von den Muskeln abgegebenen Interleukine. Das ist relativ kompliziert, aber sehr spannend für die Therapie und wir werden uns das im nächsten Video noch ansehen. So, was wissen wir jetzt? Es spricht einiges dafür, dass bei Post-Covid und anderen Erschöpfungssyndromen ein uraltes Muster eine Rolle spielt, nämlich das Sickness Behavior. Aber es läuft nicht nur kurzfristig an, es ist dauerhaft aktiviert. Der Körper ist in eine Schleife geraten. Besonders Botenstoffe, die die Entzündungen anzeigen, wie Interleukine, können dieses Muster auslösen. Allerdings kommt manches andere dazu, zum Beispiel ungünstige körperliche Belastung, Stress, Schlafmangel. Auch dann werden vermehrt Zytokine produziert. Das könnte eine Erklärung zum Beispiel für PEM, die Belastungsreaktion, sein. Ist das alles? Also keine Interleukine, kein Sickness Behavior, kein Post-Covid? Tatsächlich, bei Mäusen, die keine Rezeptoren für IL-6 haben, wird weniger Sickness Behavior ausgelöst. Aber bei Menschen ist das deutlich komplizierter. Es gibt einfach wesentlich mehr Einflussgrößen. Dazu noch ein weiteres Experiment. Bei Patienten, die dachten, sie hätten ein Endotoxin erhalten, obwohl sie nur Kochsalzlösung gespritzt bekommen haben, entwickeln sich gleichfalls die typischen Krankheitssymptome. Und umgekehrt, Patienten, die dachten, es wäre nur Kochsalz, obwohl es Endotoxine waren, die hatten deutlich weniger Symptome des Sickness Behaviors. Die Seele spielt also eine große Rolle. Positive wie negative Erwartungen steuern das Sickness Behavior. Das geht über Endorphine, Opioide und Dopamin. Ebenso ist der Vagusnerv wichtig. Er kann entzündungshemmend oder entzündungsstimulierend sein. Eine Stimulierung des Immunsystems ist also ein wesentlicher, aber kein ausreichender Faktor, um diese komplizierten Reaktionen bei Post-Covid zu erklären. Es kommen immer andere Dinge dazu. Die Dekonditionierung, Störungen des autonomen Nervensystems, Atemstörungen, Angst, Anspannung, Durchblutungsstörungen, möglicherweise eine Fehlfunktion der Mitochondrien und eben die anhaltenden Entzündungsreaktionen. In anderen Worten, damit so ein schweres Krankheitsbild dauerhaft besteht, müssen viele Faktoren zusammenkommen, die sich letztlich gegenseitig verstärken und so zu einer Schleife führen, aus dem der Körper nicht selbst herausfindet. Die Betroffenen werden also von ihrem Körper immer wieder massiv aufgefordert, sich so zu verhalten, als hätten sie eine akute Infektion. Und das erklärt das Ruhe- und Schonungsbedürfnis, das für manche Patienten fast übermächtig ist. Ebenso könnte sich das Bedürfnis erklären, sich vor allen starken Reizen wie Lärm, Licht oder manchmal Gerüchen abzuschirmen und natürlich zu liegen, da so der Kreislauf am wenigsten belastet wird. Doch diese Botschaften sind übertrieben, werden viel zu leicht und vor allen Dingen zu lange ausgelöst. Man könnte von einem falschen Infektionsalarm sprechen, der real existiert, aber übertrieben ist.
Die betroffenen schonen sich verlierenden Kondition, bauen leider viel Muskulatur ab. Doch die reduzierte Muskelmasse kann jetzt bei kleiner Belastung unter Stress geraten und dann schüttet sie Stoffe aus, die dann immunstimulierend wirken, vor allen Dingen Interleukine. So würde sich erklären, dass an sich gesunde Bewegung jetzt Krankheitsgefühle bewirkt. Long-Covid wäre so gesehen im Kern eine gute Absicht und kein Defekt. Der Körper ist also bei Long-Covid überzeugt, er tut das Beste, um einen vermuteten Infekt abzuwehren. Doch die langfristigen Konsequenzen, der Muskelabbau, die Dysautonomien wie POTS, die mentalen, psychischen, sozialen Folgen führen zu einem Teufelskreis, der sehr schwer zu durchbrechen ist. Soweit zum Thema Long-Covid und Sickness Behavior. Bedenken Sie, wir versuchen ein hochkomplexes Phänomen zu erklären, das noch weitgehend unverstanden ist. Sicherlich ist alles noch bei weitem komplizierter und spielen noch viel mehr Faktoren eine Rolle. Im nächsten Video wollen wir uns damit beschäftigen, was das Ganze für die Therapie bedeutet.